Da sind wir wieder auf dem Weg nach Viella oder Veja, wie die das nennen. Wenn wir dort sind, werden wir es wissen. In Veja, ich nenne es mal Veja jetzt, gehe ich morgen an den Start zum Val d'Aran. Ja. 163 Kilometer mit 10.500 Höhenmetern. Wir haben uns wieder einen Camper gemietet. Genau, ich bin wieder die Crew. Warum? Mein Fuß ist noch nicht besser. Gibt auch gerade viel im Job zu erledigen und von daher ist es einfach nicht die richtige Zeit. Ja, das ist schade an sich. Für mich natürlich wieder Business Class, ne? Rennen sozusagen. Ultra ist kein Spaziergang, Genau. das braucht schon eine richtige Vorbereitung. Das ist richtig. Wir haben gestern schon einige kleine Probleme gehabt am Anfang. Die Pechsträhne vor dem Ultra scheint weiterzugehen. Ja, wir haben ja schon den Mietwagen verpasst, rechtzeitig abzuholen und jetzt haben wir eine Feuer gehabt, mussten eine Umleitung fahren und prompt haben wir einen Platten. Also, ja, müssen wir gucken, wann wir ankommen. Aber ihr wisst ja, Ultra heißt Abarbeiten von Problemen und dann ist man im Ziel. Mhm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Wir haben es geschafft. Wir sind rechtzeitig hier. Val d'Aran 2026. Es geht los mit über 1000 Höhenmetern, mit 6,6 Kilometern nach oben. Ja. Jetzt haben wir ungefähr die Hälfte von dem ersten Anstieg weg. Fähnchen, wenig Stau, aber das Tempo ist okay. So. Gracias. Gracias. Quedan forces, Wow. Schau. Increíble. Von unten mal kommen. Yeah. Boah. Wir sind jetzt auf fast 2200 Meter hochgekommen. 1268 Höhenmeter gemacht. Und ja, das ist also der Anfang. Und morgen geht es da drüben lang. So, da ist die erste Aid Station, 10,3 Kilometer. Wir sind hoch, der Herzschlag ist hoch und ja, das bedeutet Wandern. André ist da und ich bin hier unten am Tal. Ja. Wie geht's dir? Ja, was soll ich sagen? Einfach durchtraben, ne? Ja, Ja. Mehr kann ich nicht machen. aber du machst das gut. Ja, Vor das hoffe dir ich. gehen ganz viele Stürze, habe ich gesehen. Ja. Boah, Also halt die Konzentration, trink schön. Herr Job, danke. Hab mich gefreut. Auf, mein Lieber. War mir ein Vergnügen. Dreiviertel Stunde bis bei der Aid Station ungefähr. Alles klar. Dreiviertel Stunde. André sah insgesamt eigentlich recht gut aus. Auch im Vergleich zu den anderen Läufern, die so kamen. Hatte so 45, 60 Minuten vor sich zur nächsten Verpflegungsstation. Und dann ja, es ist eine lange Zeit, bis in 7 Stunden dann in Bossos sehe ich ihn das nächste Mal. Schön, ne? Nun wird es Zeit, Stirnlampe anzuziehen, weil es wird echt bald und schnell dunkel. Da geht es jetzt hoch. Da geht es 1000 Meter hoch. Hoch, hoch, hoch. Ganz da oben blinkt ein Licht. Da müssen wir wahrscheinlich hin.
Wow, wow, wow. Die Nacht hat angefangen. 2470 Meter Höhe. Duc de la Escaleta oder sowas. So, und jetzt geht's runter im Nebel. Fast nichts zu sehen. Um eine Idee zu geben, wir haben jetzt 34 noch was Kilometer weg in 8 Stunden 21. Und jetzt geht's hier wieder runter. Eine weitere Aid Station. Auf zur ersten richtigen Verpflegungstreff in Bosost. Ich bin gespannt, wie er aussieht. Es ist jetzt 3 Uhr und sieht so aus, als wäre so eine halbe Stunde da. Da ist mein Säckchen. Jetzt wird alles vorbereitet. Und warten. Da ist er. Und zum Punkt muss er. Erste Mal runter in die Zivilisation. Das war doch ein hartes Stück Arbeit. Und da ist die Aid Station, die große, in Bosos. Meine Beine sind jetzt schon kaputt, ey. Wir haben gerade mal 47 Kilometer oder so. Niemand weitererzählen, ne? Oh, es wird schon aufgenommen. Ja, ich bin bereit. Und sich verabschieden. Die Beine tun mir trotzdem noch weh. Ich weiß nicht, wie ich das bis 110 Kilometer machen würde, aber gut. Der Service von 1 bis 10. Was? Der Service an der Station von 1 bis 10. Ja, 10. So. Ich kann dir verraten, es sind die nächsten Kilometer flach. Zumindest auf dem Profil. Ja. Sag mal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und ich gebe jetzt den Schubs. Also momentan fühle ich mich echt absolut schlecht. Boah, keine Ahnung. Die Muskeln tun extrem weh. Und ich hoffe mal, mein schlechtes Gefühl im Magen und meine extreme Müdigkeit gerade geht über eine Stunde oder so wieder weg. Jetzt sind wir bei Refugio Horneria und danach geht's 1330 Meter hoch, über 9 Kilometer. Knapp eine Stunde unterwegs jetzt, hier hoch. Schnee. Das ist einfach genial. Und jetzt guckt euch das mal an. Wow. Dann kriegt man auch noch sowas vom Bug. Ich glaube, es wird Zeit, auch mal was Positives zu berichten an diesem doch so herausfordernden Tag. Während wir hier wieder 5 Kilometer nach oben laufen mit ungefähr 500 Höhenmetern. Die Ernährung, die funktioniert gut. Wenn das auch noch ein Problem wäre, dann wäre der Tag, glaube ich, komplett gelaufen. Und wir haben über die Hälfte weg. Yes! Das ist ja Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Das ist echt der Hammer. Bergwerk. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg, um André auf der Strecke ein bisschen abzupassen.
Ja, mal sehen, ob es wirklich klappt. Die Überraschung. Jetzt müssen wir da runter. Wow. Ich habe es gerade geschafft, wieder ein paar Kilometer Downhill zu rennen. Der Matthias hat mich aufgesucht in dieser tollen Landschaft. Das war schön. gewartet. Ja. Montgari. Ein schöner Ort für eine Aid Station. Tschüss. Muss jetzt durch die schwere Zeit. Jetzt ist der Ultra dran, noch 55 Kilometer und ich hoffe, es wird nicht eine reine Wandertour. Jetzt geht's runter zur großen Aid Station mit Dropback, wo Sana auch mir helfen kann. Das wird auch höchste Zeit. Ich bin ja jetzt schon ein doppelt erfahrener Begleiter und was macht denn so ein Begleiter eigentlich? Das erzähle ich euch. Den Wechselbeutel packen. Da ist die Liste und jetzt gehe ich alles nochmal durch, dass nichts vergessen wird. Zu den Aid-Stations laufen und warten. Und wenn man lang genug gewartet hat, trifft man sich. Endlich! Auf geht's. Viel Zeit, aber die wirst du gut nutzen jetzt. Dann genieß es und wir sehen uns dann Ich bald. will den Schmerz genießen. Wir sehen uns dann in Artis. Artis, genau. Artis. Artis. Genau, da sehen wir uns. Ciao, ciao. Ein Ultra ist schon ziemlich leidvoll. André hat ja jetzt 115 Kilometer weg. Aber weißt du was? Genau, das will ich auch. Es ist el mejor lugar! Es ist el mejor lugar! Gracias! So, das war ein steiler Anstieg. Da kommt er angebracht. Ich glaube, ich gehe mal entgegen. Und wieder am Start. Jetzt wahrscheinlich noch ungefähr 4 Stunden auf dem Berg und wieder runter und dann die Glocke läuten. Das nächste Mal sehe ich André im Ziel. Ja, hoch so geht's wohl gut. Aber runter zu machen die Muskeln ganz schön zu und die Strecken hier sind hier echt anspruchsvoll. Der letzte Anstieg zum letzten Berg beim Valran 100 Meilen. ...400 Meter da hoch und auf der anderen Seite runter nach Vieja. Auf dem Tuc de Media endet also die letzte Bergwertung. Das ist der 6. 2000er in den 2 Tagen. Zum krönenden Abschluss natürlich geht es noch mal 1,5 Stunden runter. Das letzte Mal warten. Bald ist er da. Aber das hier, das muss er erstmal schaffen. Vieja. Angekommen. ...6. Juli, 11:41 Uhr. Wir sitzen wieder am Flughafen in Barcelona und warten auf unsere Rückflüge nach Hause. Hier hat auch alles angefangen, Ja. unsere Odyssee, mit der verspäteten Ankunft von Matthias seinem Flug und die darauf
daraus resultierenden Ereignisse, die nachfolgten. Aber Wir haben es pünktlich und halbwegs entspannt zur Startlinie gebracht. das ist richtig. Und danach ging es los und ich kann wirklich sagen, das war das Härteste, was ich je mitgemacht habe. 6 Anstiege über 2200 Meter, Stunden unterwegs, klettern, klettern, klettern. Extrem technische und lange Downhills, die dir einfach die Beine kaputt gemacht haben. Schon nach 50 Kilometern, mein rechter Oberschenkel vom rechten Bein komplett angespannt. Ich konnte das Bein nicht mehr als 60 Grad ungefähr beugen. Und später ging das dann ins Schienbein über und ich habe jetzt noch deutlich Schmerzen im Schienbein. Aber nach 42 Stunden und 38 oder 39 Minuten bin ich dann wieder in Vieja angekommen im Ziel. Und ja, was war deine Mega Perspektive? stolz auf dich erstmal. Oh ja, wir Ja. müssen ja dann noch zeigen, das ist die Medaille. Also damit bin ich wirklich extrem stolz drauf. Das ist wirklich ein Wahnsinns... Ja, Ich habe ja ordentlich gefiebert und noch mehr mitgelitten, also quasi doppelt. Ja, also es war schon sehr, sehr beeindruckend. Vor allem, es sind ja vielen so gegangen. Über die Hälfte ist ausgestiegen. ja. Ja, Es sind mehr DNFs als Finishers in dem Genau. Rennen. Und diese ganzen Geschichten in den Stations, das hast du natürlich erfahren. Wir haben gesagt, es scheint ein bisschen eine Psychiatrie eigentlich. Ja? Ja, das Gefühl kriegt man da. Aber ich war da ja keine Ausnahme natürlich halt. Ne? Nein, aber das war beeindruckend und ich glaube, da kann man viel lernen, auch als Betreuer, wie die einzelnen Leute umgehen und weitermachen. Und vor allem die Gewissheit, das Training vorher, die mentale Einstellung muss stimmen. Du musst dir sicher sein, dass du es schaffen kannst, Richtig. um dann sowas zu durchleiden. Und auch Dinge anpassen unterwegs. Was waren zum Beispiel deiner Meinung nach wichtige Dinge, die dann das Rennen doch noch geändert haben? Mit meinen Gedanken zum DNF, die ich wirklich mehrere Male hatte, die das Ganze wieder Das hast du gedreht ja auch haben. gesagt, ne? Die Station bei 115 Sanduro, da Saladu, genau. Saladu, Mhm. da 10 Minuten da Powernapping zu machen. Ich war da skeptisch, aber es hat geklappt. Das war Wahnsinn. Also das hatte ich gut runtergebracht. Und natürlich die Crew, die man hat, wo die Fragen, die gestellt werden, die auch dann passen ganz einfach und dass man einfach überlegen kann, Ja und Nein zu sagen und dass dann alles stimmt. Und wo die Nacht dann angefangen hat nach Saladu, ja, da war das Rennen auf einmal wieder anders. Es wurde kühler und ja, es lief wieder ein bisschen besser halt. Ne? Ja, Und damit habe ich dann noch gut ins Ziel geschafft halt. Ne? Auch war es eine lange, lange Reise. ein verlängerter Ultra. Auf jeden Fall. Ja, jetzt hoffen, dass Matthias wieder komplett seine Verletzung ausheilen kann, die noch von Nizza stammt, letzten September. Ich habe ja noch 60 Wochen Zeit. Richtig, weil unser großes Ziel, hoffentlich voll nächstes Jahr, schauen wir mal, was damit passiert. Wir müssen ja auch noch durch eine Lotterie. Aber auf jeden Fall, das war ein Wahnsinnsrennen. Die Organisation super toll, Landschaften Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist ganz, ganz fett. Ist Ja, das müsst ihr noch machen. Ich fahre als Betreuer mit. Herzlichen Dank, Matthias. Gerne. Das Hat war Spaß wirklich sehr, sehr toll, dich an meiner Seite zu haben und das durchstehen zu können. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.